Der Tag der Entscheidung ist endlich da, das Finale meiner Europameisterschaftsprognose. Deutschland im Finale, zu Hause das eigene Turnier möglicherweise als Sieger zu behalten, das wäre natürlich ganz, ganz große Klasse. Gegen Herausforderer Frankreich, die sich in der Prognose im Halbfinale gegen Spanien durchgesetzt haben, richtig, richtig gut gespielt haben und jetzt natürlich die Krönung wollen. 2016 im eigenen Land hat es nicht geklappt, da haben sie im Finale gegen Portugal verloren. Und es wird sehr, sehr interessant zu sehen sein. Also wir starten rein, Spiel Nummer 51 dieser EM-Prognose läuft und die Deutschen in weiß von links nach rechts, Frankreich in blau mit vielleicht etwas mehr Qualität, aber das ist heute in diesem Finale völlig egal. In so einem Finale, da fragt hinterher niemand mehr, wer hier die bessere Mannschaft war. Am Ende zählt der Titel, am Ende zählt der Pokal und den wollen natürlich beide holen. Und ich habe es schon im Halbfinale gesagt, bei Spanien gegen Frankreich, ich sehe die Franzosen von der Qualität her ein bisschen besser auf jeden Fall. Alleine was da nachzulegen ist von der Bank und auch in Zukunft, aber gut. Ein Spiel, da kann so viel passieren und Deutschland zu Hause mit dem Heimvorteil müssen natürlich heute besser spielen als gegen Albanien. Also das war, besonders in Halbzeit 1, würde ich nicht sagen, eine Offenbarungszeit, aber es war schon sehr, sehr schwach. Dann noch 2 Tore gemacht durch 2 Fehler der Albaner. Heute muss das auf jeden Fall besser aussehen. Und Deutschland vorne zum ersten Mal, Musiala und Mbappé. Da müssen sie natürlich heute drauf aufpassen. Aber natürlich auch Griezmann. Und natürlich vorne Marcus Thuram, der mit einem Doppelpack die Franzosen quasi im Alleingang hier ins Finale schoss der Prognose. Achtung, Frankreich zum ersten Mal über Dembélé und Neuer. Auf den es natürlich heute auch ankommt. Nicht nur auf die Verteidiger, auf alle Mannschaftsteile. Ein bisschen Spielglück brauchst du natürlich auch und die Effizienz vor dem Tor. Das sind alles so Zutaten für dann am Ende vielleicht den Europameistertitel. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir eine sehr, sehr interessante Prognose hatten. Wir hatten viele Überraschungen mit dabei. Albanien vor allem bis ins Halbfinale vorgedrungen. Das Favoritensterben, was schon in der Vorrunde begonnen hat. Achtung, nächste Chance Thuram. Und am Ende also kommt hier alles zusammen zu einem Finale Deutschland gegen Frankreich. Wo die Deutschen ja in der Vergangenheit, glaube ich, ein bisschen besser abgeschnitten haben. Achtung, Griezmann mit der Chance, Tchouaméni. Rabiot, die Franzosen mit sehr, sehr viel Druck. Die Deutschen müssen hellwach sein, Toni Kroos ist da. Und fängt den Ball ab. So, und genau aus diesen Situationen müssen sie schnell versuchen, nach vorne zu spielen, weil so viele Lücken werden sich nicht ergeben. Die Franzosen stehen hinten eigentlich relativ sicher in der Verteidigung. Haben sie schnell wieder sortiert und schalten dann selber immer wieder schnell um. Das wird heute sehr, sehr spannend noch im Spielverlauf. Und Mbappé, da muss natürlich immer sofort jemand da sein. Rüdiger ist da. Und mal ein langer Ball. Gündogan vorne. Braucht aber Unterstützung gegen Hernandez. Kimmich mit dabei. Gündogan auf der Außen. Das ist sehr, sehr eng. Aber haben sich gut befreit. Kroos über Wirtz. Schade, der Versuch vorne war richtig. Mit dem ersten Kontakt vorne rein in die Spitze. Aber die Franzosen hinten mit Upamecano, mit Ibrahima Konaté vom FC Liverpool natürlich. Das ist schon eine sehr gut zusammengewachsene Innenverteidigung. Achtung, Frankreich kommt über Jules Koundé. Rabiot, Griezmann. Achtung, Thuram und Mbappé. Oh, das wäre aber abseits gewesen. Das sah mir stark nach Abseits aus. Gott sei Dank der Ball zu lang. Manuel Neuer mit mittlerweile 38 Jahren. Ob es sein letztes Turnier sein wird oder ob er die Weltmeisterschaft in Amerika in 2 Jahren noch mitnimmt, das wird nur er selber wissen. Nachfolger hat er auf jeden Fall genug. Marc-André ter Stegen steht natürlich da in der Pipeline. Der ja eventuell auch schon bei dieser EM eigentlich hätte spielen sollen, wenn es nach einigen Leuten geht. Aber ich sag mal, wenn beide fit sind, das ist das große Dilemma, was wir in Deutschland haben. Wir haben eigentlich auf der Torhüterposition nie irgendwelche Probleme gehabt. Wir hatten immer gute Torhüter, sei es Oliver Kahn, Jens Lehmann oder jetzt mit Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen. Und da kommen ja auch noch ein paar Torhüter nach. Da haben wir also wirklich die wenigsten Probleme. Wir können, glaube ich, froh sein, so 2 herausragende Keeper zu haben. Und am Ende wird es der Trainer am besten wissen. Alleine Manuel Neuer durch seine Vita verdient sich vielleicht den Startplatz. Aber Verletzungen haben ihn natürlich auch immer zurückgeworfen. Marc-André ter Stegen war immer da, hat auch gut performt, finde ich. Von daher ist es sehr, sehr schwer. Also ich glaube, wir hätten auch keine Probleme, wenn Marc-André ter Stegen hier
im Tor stehen würde. Der würde seine Sache, glaube ich, genauso gut machen. Von daher ist das, wie gesagt, Jammern auf hohem Niveau. Und ich glaube, da war ganz andere Positionen, wo wir in Zukunft nochmal nachlegen müssen. Jetzt Deutschland vielleicht mit Florian Wirtz allein gegen alle. Wird es nicht klappen und jetzt Frankreich mit der Chance umzuschalten. 4 gegen 3, 4 gegen 4. Dembélé gegen Jonathan Tah. Griezmann, oh, schöner Ball. Aber Rüdiger passt auf, ist hellwach. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und Frankreich doch, ja, leicht überlegen. Haben mehr Spielanteile auch nach vorne. Frankreich verlässt sich auf ihr Pressing, auf ihre schnellen Flügel. Und generell ihren schnellen Sturm. Und Deutschland versucht hier über Ballbesitz ins Finale reinzufinden. Und vielleicht braucht es dazu dann wieder eine gute zweite Halbzeit. Musiala, der bislang auch gut bewacht wird von Upamecano, von Rabiot und jetzt Mbappé. Frankreich mit vielen Leuten vorne. Rabiot, Thuram, oh, aufgepasst, Jonathan Tah. Genau wie gegen Albanien. Der Fels in der Brandung hinten verteidigt das, was weg zu verteidigen ist. Und Deutschland muss aufpassen. Jetzt vor der Pause. Nicht noch ein Gegentor. Mit einem 0-0 in die Halbzeit gehen ist immer nicht so verkehrt. Und dann neu finden, neu sortieren. Und dann nochmal mit frischer Kraft und neuem Schwung reingehen. Aber Frankreich kommt. Aufgepasst nochmal. Mit dem Kopfball von Konaté. Aber der war dann doch zu weit rüber. Aber da muss man hellwach sein. Der nächste Kopfball geht dann vielleicht rein oder mehr aufs Tor. Von daher ist Deutschland gewarnt. Hat aber auch hinten noch die 0 stehen. Hat einen guten Keeper. Vorne die Durchschlagskraft, die fehlt so ein bisschen in den letzten Spielen hier. Gegen Slowenien, gegen die Tschechen dann in Halbzeit 2. Da war es dann viel besser und gegen Albanien. Also ein spannendes Finale. Natürlich aufgrund des Ergebnisses, aber auch von der Spielanlage her. Frankreich vielleicht ein bisschen überlegener. Aber wir gucken mal, wie sich das in Halbzeit 2 entwickelt. Und vielleicht geht es ja sogar noch länger. Bis in die Verlängerung, bis ins Elfmeterschießen. Wir werden es gleich sehen. Geht gleich weiter mit Halbzeit 2. Halbzeit 2 unseres Prognosenfinales hier bei der Europameisterschaft. Deutschland im Finale gegen Frankreich, die bislang auch von der Statistik her überlegen sind. Frankreich hat 4 Schüsse, Deutschland hat 0. Aber Statistik zählt nicht, schon gerade nicht in so einem Finale, aber es zeigt schon so eine kleine Tendenz, wo es hingehen wird, vielleicht oder hingehen kann. Griezmann, nächster Schuss. Also Deutschland muss jetzt auch zusehen, dass sie in Halbzeit 2 ein bisschen mehr machen, auch vorne in der Offensive. Aber natürlich wird das nicht ganz so leicht, wenn du hinten Upamecano hast, Ibrahima Konaté dazu, Hernandez, Jules Koundé, das ist von den Namen her, wenn man die schon aufsagt, das ist Qualität pur. Die hat aber Deutschland auch vorne, mit Wirtz, mit Musiala, mit Sané auf der Bank, Gündogan, Havertz vorne, der auch immer wieder die Bälle festmachen kann. Aber das sind zurzeit zu viele Ballverluste. In Frankreich kommt Koundé. Die Verteidigung steht. Aber darauf hoffen, dass man sich hier in ein mögliches Elfmeterschießen rettet, das dürfen die Deutschen natürlich auch nicht machen. Achtung, jetzt die Chance. Thuram ist da. Und Neuer, die Parade war sehr, sehr wichtig. Da war Thuram sträflich frei. Aber auch gut gespielt von den Franzosen, muss man sagen. Und Marcus Thuram aus 13 Metern und Neuer. Dafür steht er halt auch hinten drin. Für solche Aktionen. Klar hat er auch hin und wieder den einen oder anderen Fehler drin. Wie im Vorbereitungsspiel gegen Griechenland zum Beispiel. Oder auch hier in der Prognose, wo er gegen die Tschechen einmal in die Luft gefaustet hat und dann den Ball sich quasi selber reingemacht hat. Das ist halt auch Manuel Neuer. Du weißt, was du von ihm bekommst, sowohl positiv als auch negativ. Aber bei dem vielen Positiven nimmst du vielleicht auch mal das Negative in Kauf, wenn es halt nicht spielentscheidend ist. So sehe ich das. Jetzt vielleicht mal die Chance. Maximilian Mittelstädt, aber auch da wieder gedoppelt von Dembélé und von Jules Koundé. Da hat er eigentlich gar keine Chance. Wichtig ist halt auch das Gegenpressing, dass das immerhin funktioniert. Wieder Frankreich über Dembélé. Jetzt mal gut im Gegenpressing. Toni Kroos. Oh, eine sehr, sehr rustikale und sehr faire Grätsche. Laut des Schiedsrichters. Havertz geht ja auch hier gut ins Gegenpressing rein. Setzt sich jetzt mal durch. Hat den Platz gegen Koundé. Gegen Tchouaméni. Wirtz zeigt an, er will den Ball. Er kriegt auch den Ball. Und jetzt vielleicht die Chance. Gündogan im Rückraum. Und Pfosten. Also so ähnlich wie gegen Albanien fangen die Deutschen nach einer Stunde an, hier auch vorne sich mal Chancen zu erspielen. Der Pfostenschuss, Mignon war auch noch mit dran.
Und wieder Dembélé. Frankreich ist auf der anderen Seite. Neuer ist da. Vielleicht ist das jetzt der Weckruf wieder gewesen. Irgendeine Situation braucht Deutschland immer. Besonders in Halbzeit 2. Die erste Halbzeit verschlafen sie meistens noch so ein bisschen. Aber jetzt, vielleicht ist das das Signal, auch für die Franzosen jetzt hinten ein bisschen wachsamer zu sein. Und sich auf mehr einzustellen. Jules Koundé mit dem Fehler. Wirtz ist da. Und macht das 1 gegen 1. Havertz jetzt mit der Chance. Es geht doch. Und Ibrahima Konaté dazwischen. Und es gibt den Wechsel. Vorne Giroud, der auch immer eine Option ist, auch für Kopfbälle, Ball festzumachen für Markus Thuram. Der heute auch 2 richtig große Chancen hatte, aber von Manuel Neuer immer wieder veraltet wurde. Gott sei Dank. Und Deutschland jetzt mit der Ecke. Gündogan. Im 1 gegen 1. Das darf er nicht machen. Das ist ganz, ganz gefährlich. Vor allem gegen die pfeilschnellen Franzosen vorne. Tchouaméni, Griezmann. Gegen Mbappé. Das war wichtig. Jonathan Tah dazwischen. Sonst wäre Mbappé durch gewesen. Der war schon auf dem Weg Richtung Manuel Neuer. Deutschland kommt über Musiala. Auch wieder der unnötige Fehlpass. Der darf nicht passieren. Upamecano als Innenverteidiger auf der Außen. Gibt's auch selten, aber warum nicht? Upamecano gegen Rüdiger. Oh, eine schöne Flanke. Wenn da einer gestanden hätte, die wäre gar nicht so verkehrt gewesen. Und Frankreich direkt wieder vorne. Das ist unfassbar, wie gut dieses Gegenpressing hier funktioniert. Der Ball auf Dembélé, Gott sei Dank zu lang. Also Frankreich auch in Halbzeit 2, auch wenn Deutschland vorne jetzt 1, 2 Chancen hatte, trotzdem, glaube ich, ein bisschen besser. Muss man auch fairerweise so zugeben. Aber bislang steht noch auf beiden Seiten die 0 hinten, Gott sei Dank. Vorne leider. Und es wird auch sehr, sehr spannend zu sehen sein, wenn es dann in die Verlängerung geht. Da unten machen sich schon ein paar deutsche Spieler warm. Ich glaube, Niklas Füllkrug ist da zu sehen, Nico Schlotterbeck. Ob es denn bald mal einen ersten Wechsel gibt. Vielleicht braucht man ja so einen Füllkrug heute. Vorne einfach ein klassischer Stoßstürmer. Anders als Havertz, der natürlich auch mal die Kopfbälle verwerten kann. Aber schauen wir mal, wir haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten. Jetzt die Deutschen wieder mit einem Angriff über Havertz, Wirtz gegen Koundé. Schnell gespielt Havertz jetzt aus Spitzenwinkel, aber die Franzosen, die stehen sicher hinten in der Verteidigung. Sehr, sehr stabil, muss man wirklich sagen. Und Deutschland hinten aufgepasst. Dembélé, oben Mbappé ist frei. Griezmann jetzt mit der Chance. Oh, da hätte er Mbappé mitnehmen müssen. Gott sei Dank aus Sicht der Deutschen hat er das nicht gemacht. Er war sträflich frei. Er spitzt sich zu. Sieht nach Verlängerung aus. 77. Minute läuft. Dembélé. 87. Quatsch. 77. längst vorbei. Vielleicht nochmal eine Chance. 90. Minute ist gleich angelaufen, angebrochen. Wird es hier noch einen Sieger geben oder nehmen wir die Verlängerung mit? Vielleicht das Komplettpaket hier. Verlängerung und Elfmeterschießen, warum nicht? Die Zuschauer haben nicht umsonst so viel Geld bezahlt für ein Finale. Vielleicht ist das der entscheidende Run. Aber die Chance war da für Musiala. Aber dann gibt es nochmal einen Freistoß. Habe ich jetzt gar nicht so richtig mitbekommen. Der erste Wechsel vor der Verlängerung. Müller kommt rein für Gündogan, der eine gute Prognose gespielt hat. Wie viele andere auch manchmal ein paar Schwankungen drin gehabt. Aber gut, im Endeffekt hat er es gut gemacht. Und jetzt nochmal Kroos. Er wird es versuchen. Nee, Robert Andrich mit links, warum auch immer. Er von da mit links vor allem gerade eher schießt. Naja, also 90 Minuten sind rum. Weiterhin 0:0. Frankreich nach wie vor ein bisschen besser. Aber jetzt geht es nicht mehr darum, um individuelle Qualität und so weiter. Jetzt geht es auch einfach ein bisschen um die Nerven. Und wer sich ja durchsetzen wird. Wir starten rein in die Verlängerung. Und die wird von Deutschland begonnen. Auf geht's. Nochmal eine halbe Stunde. Bekommen wir den absoluten Showdown dann im Elfmeterschießen. Das wäre natürlich nervlich. Ja, am Siedepunkt wäre das natürlich. Jetzt kommt Robert Andrich natürlich, wie man ihn kennt. Frankreich hat auch nochmal gewechselt, hat Kingsley Coman reingebracht. Das meine ich mit individueller Qualität. Und ein N'Golo Kanté sehe ich da. Nehme ich jetzt zum allerersten Mal wahr oder ist er auch schon von Anfang an? Ich glaube, er hat auch schon von Anfang an gespielt. Ist so ein bisschen unterm Radar gelaufen wie immer. Aber Kingsley Coman ist natürlich auch nicht weniger langsam als Dembélé. Also von daher wissen die Deutschen auch, was da auf sie zurollt.
Frankreich kommt über Griezmann, der sich auch immer wieder die Bälle holt. Nico Schlotterbeck ist auch eingewechselt worden, sehe ich gerade. Ich glaube für Kroos. Das hat Julian Nagelsmann auch schon gegen Slowenien gemacht. Er hat also Toni Kroos rausgenommen, warum auch immer, hat Nico Schlotterbeck dann ins Mittelfeld gewechselt. Also sehr, sehr wild. Ob es funktioniert, wenn es funktioniert, dann ist der Schachzug geglückt. Wenn es aber nicht funktioniert, dann fragen sich natürlich alle, warum hat er Kroos rausgenommen? Giroud, Tchouaméni, N'Golo Kanté, der da immer wieder rumwirbelt da im Mittelfeld. Griezmann, da ist N'Golo Kanté, der aber auch erst reingekommen ist. Der hat noch volle Kraft. Jetzt geht es doch darum, ein bisschen über die Grenzen hinauszugehen natürlich. Der Tank vielleicht bei vielen schon leer. Deswegen geht es auch darum, den inneren Schweinehund so ein bisschen zu überwinden. Coman kommt. Achtung, für Frankreich. Flanke kommt. Kimmich ist da vor Mbappé. Das war sehr, sehr wichtig. Musiala klärt auch nochmal. Und Havertz zum dritten. Müller dazwischen. Brauchst du auch jetzt so jemanden, der mit viel Erfahrung nochmal in der Verlängerung die Mannschaft führen kann als Kapitän. Frankreich wieder über Tchouaméni, Giroud vorne und Rüdiger ganz, ganz wichtig. Da wäre Mbappé auch wieder da gewesen. Den bekommen sie bislang richtig gut zugestellt. Mbappé hatte in der ersten Halbzeit 2, 3 gute Gelegenheiten, aber dann in Halbzeit 2 sehr gut abgemeldet. Und auch hier in der ersten Halbzeit der Verlängerung nicht viele Aktionen. Bleibt weiterhin sehr, sehr spannend, sehr ausgeglichen. Mal gucken, ob es in der zweiten Halbzeit noch eine Entscheidung gibt oder ob wir bis ins Elfmeterschießen gehen. Die letzten 15 Minuten dieser Prognose hier, die letzten 15 Minuten dieses Finals mindestens. Vielleicht geht es auch rein bis ins Elfmeterschießen. Wir werden sehen. Nochmal ein Wechsel der deutschen Mannschaft. David Raum für Mittelstädt ist auch nicht so verkehrt. Und bei Frankreich kommt Kamavinga für Tchouaméni. Das zum Thema Qualität nochmal auf der Bank. Aber hat Deutschland auch. Und jetzt die Frage, wer kann sich hier noch durchrennen? Gibt es wirklich ein Elfmeterschießen? Was dann natürlich auch nervlich eine ganz, ganz große Sache wäre. Oder kann sich noch irgendeine Mannschaft hier durchdringen? Vielleicht die Deutschen. Kimmich, Robert Andrich, Müller müsste durchstecken. Musiala war durchgestartet. Mbappé hilft auch hinten mit aus. Mignon, der bislang auch nicht viel zu tun gehabt hat. Der eine Pfostenschuss und jetzt der Fehler. Im Gegenpressing drin, Nico Schlotterbeck. Als eigentlich gelernter Innenverteidiger im Mittelfeld vorne im Strafraum. Das gibt es auch nur hier bei dieser Europameisterschaftsprognose. Nächster Versuch Würz, der ist aber vorne gut aufgehoben. Bei Upamecano, bei Konaté. Da ist absolut gar kein Durchkommen. Giroud, letzten 5 Minuten. Aufgepasst, Giroud. Oh, das ging zu einfach. Rüdiger muss da sein. N'Golo Kanté. Gegen Jonathan Tah. Macht er gut stehen. Bloß kein Foul jetzt auf den letzten Metern. Und Joshua Kimmich holt den Abstoß. Hernandez dann auch angeschossen. Das ist es. Das ist Mentalität. Sich gegenseitig nochmal aufmuntern. Abfeiern. So kurz vorm Elfmeterschießen, weil das braucht man jetzt. Mut, Selbstvertrauen. Und natürlich auch eine gewisse Ruhe, sofern das dir möglich ist. Eine Chance gibt es vielleicht noch für Deutschland. Eine Chance hier in der Verlängerung doch noch den Titel jetzt schon klar zu machen. Oder dann vielleicht im Elfmeterschießen. Da geht es natürlich auch immer darum, wer hat die besseren Nerven. Wer nutzt den Vorteil vielleicht, Deutschland oder Frankreich? Ich glaube, es geht. Jawohl, nicht nur ich glaube, es geht bis aufs Ganze. Wir kriegen das Elfmeterschießen hier in der Prognose im Finale zwischen Deutschland und Frankreich. Oh Mann, oh Mann. Und die deutsche Mannschaft wird starten mit Kai Havertz gegen Mignon und das 1:0. Deutschland liegt vor, sehr, sehr wichtig. Auch vom Kopf her und auch den Gegner unter Druck zu setzen. Aber Frankreich zieht nach, hat auch gute Elfmeterschützen. Giroud mit dem 1:1. Nächster Schütze Müller als Kapitän und der erste Fehlschuss. Mignon hält, Mbappé gegen Neuer, ganz souverän. Frankreich führt jetzt mit 2:1 im Elfmeterschießen. Joshua Kimmich, der nächste Schütze, souverän. Verlädt Mignon, Neuer muss jetzt natürlich einhalten. Vielleicht gegen Griezmann, aber auch eigentlich ein sicherer Elfmeterschütze und der macht weiterhin 3:2. 3 Treffer der Franzosen. Robert Andrich muss schon treffen. Ansonsten könnte das schon gleich vorbei sein. Andrich mit dem 3:3. Aber Neuer muss jetzt einhalten. Vielleicht gegen Coman. Vielleicht gegen Coman. Nein, er trifft. Und jetzt
ist natürlich schon der Druck groß. Auf Florian Wirtz, auf dem Youngster. Er muss treffen, sonst ist Frankreich hier Europameister, holt sich den Titel. Er muss auf jeden Fall treffen, sonst ist es hier schon vorbei. Wirtz gegen Maignan. Maignan hält. Schade, schade für Deutschland. Frankreich ist Europameister. In unserer Prognose Maignan mit einem sehr aufreizenden Jubel. Und am Ende muss man sagen, unterm Strich vielleicht verdient. Frankreich war im Spiel schon die bessere Mannschaft, ein bisschen stärker als die deutsche Nationalmannschaft. Natürlich bitter in so einem Finale hier zu verlieren. Und gerade auf so eine Art und Weise. Der war auch nicht gut geschossen von Wirtz, muss man sagen. Maignan hält 2 Elfmeter im Elfmeterschießen und somit bringt er Frankreich nach dem Europameistertitel 2000 den nächsten Europameistertitel. Aber auch die deutsche Mannschaft kann stolz sein nach den vergangenen Turnieren, die ja wirklich nicht gut gelaufen sind. Die letzte Europameisterschaft im Achtelfinale war da schon Schluss gegen die Engländer. Die letzte WM in Katar und auch in Russland sind beides mal in der Gruppenphase ausgeschieden. Aber ich glaube, die Deutschen haben eine gute Zukunft vor sich. Haben mit Julian Nagelsmann einen guten Trainer. Darauf wird man aufbauen für die Weltmeisterschaft 2026, wenn man sich denn dafür qualifizieren sollte. Jetzt gratulieren wir erstmal Frankreich, die wahrscheinlich auch in echt ein großer Anwärter natürlich sein werden auf den Titel. Und hier in der Prognose gewinnen sie also Mbappé und Co. die Europameisterschaft. Und das hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Mit den Feierlichkeiten verabschiede ich mich hier von dieser Europameisterschaftsprognose. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass die nächste Prognose dann zur WM 2026 genauso erfolgreich wird. Dann mit noch mehr Mannschaften. Also uns erwartet ein ganz, ganz großes Turnier. Und ich bedanke mich bei euch. Lasst einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo, wenn ihr meine weiteren Videos nicht verpassen wollt. Und ich sage Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und nochmal Gratulation an Frankreich, die hier die Prognose gewonnen haben.